keinem weihnachtlichen Gebäckteller fehlen? Selbstverständlich die Vanillekipferl. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Bevor wir mit dem leckeren Kipferlrezept starten, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, sofern ihr das nicht schon längst getan habt, und aktiviert die kleine Glocke, denn so verpasst ihr kein Video mehr. Vanillekipferl, beliebt bei Jung und Alt, sollten auf keinem weihnachtlichen Gebäckteller fehlen. Schön zart, mürbe und vor allem richtig vanillig müssen sie sein, und deswegen zeige ich euch heute mein Rezept. Wir starten los mit den Zutaten für die leckeren Vanillekipferl. Wir benötigen 280 Gramm Mehl, 100 Gramm geschälte, gemahlene Mandeln, 90 Gramm Zucker, 200 Gramm weiche, zimmerwarme Butter, 2 Eigelbe der Größe M, eine Prise Salz, das Mark einer Vanilleschote. Alternativ könnt ihr natürlich auch einen Teelöffel Vanillearoma oder Vanilleextrakt verwenden oder natürlich auch Vanillezucker. Meine Empfehlung liegt aber definitiv bei der Vanilleschote. Außerdem benötigen wir später zum Wälzen der Vanillekipferl 150 Gramm Puderzucker und ein Päckchen Vanillezucker. Wir starten los mit der Zubereitung, und die ist wirklich ganz einfach. Ich knete den Teig nämlich mit den Händen. Das ist wirklich am einfachsten. Selbstverständlich könnt ihr natürlich auch euer Rührgerät mit den Knethaken verwenden. Ich nehme zuallererst die Vanilleschote, halbiere sie längs und schabe mit dem Messerrücken das Mark heraus. Anschließend gebe ich alle Zutaten auf die Arbeitsfläche. Zuerst das Mehl, in die Mitte forme ich eine Mulde, gebe hier die 2 Eigelbe hinein, darüber kommt Zucker, die Prise Salz, die gemahlenen Mandeln, das ausgeschabte Vanillemark sowie die weich und zimmerwarme Butter und verknete den Teig so lange, bis ich einen schönen gleichmäßigen Teigling habe. Anschließend packe ich diesen in Frischhaltefolie und gebe den Teig für 2 Stunden in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit nehme ich den Teig heraus, nehme mir erstmal die Hälfte ab, die andere Hälfte gebe ich wieder in den Kühlschrank, knete die Hälfte ganz grob durch, sodass sie formbar ist, und rolle sie zu einer Rolle mit einem Durchmesser von etwa 3 cm. Mit einer Teigkarte steche ich dann in ungefähren 1,5 cm Abstand den Teig ab. Nehme mir solch einen Teigling, forme ihn erst zu einer Kugel, anschließend zu einer Rolle, achte allerdings darauf, dass die Enden schon so ein bisschen dünner auseinanderlaufen, und anschließend biege ich sie in ihre typische halbmondförmige Kipferlform und gebe sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Den Backofen habe ich schon vorgeheizt auf 190 Grad Ober-Unterhitze, und die Kipferl müssen etwa 8 bis 12 Minuten backen. Bleibt auf jeden Fall beim ersten Mal dabei stehen, denn jeder Backofen backt anders. Sie sollten leicht bräunlich werden, leicht Farbe bekommen, dann sind sie fertig. Lasst sie auf keinen Fall zu dunkel werden, dann werden sie nämlich nur hart und trocken. In der Zwischenzeit vermische ich Puderzucker und Vanillezucker. Nach dem Backen lasse ich die Kipferl für etwa 5 Minuten auf dem Backblech auskühlen, bevor ich sie in dem Puderzucker-Vanillezucker-Gemisch wälze. Passt auf jeden Fall auf, denn warm sind die Vanillekipferl noch sehr empfindlich, deswegen wälzt sie bitte immer nur einzeln nacheinander. Auf einem Auskühlgitter lasse ich sie dann komplett auskühlen.